In einer Ecke Europas, wo die Blumenfelder im Rhythmus des Windes zu tanzen scheinen und die Kanäle Geschichten aus der Vergangenheit widerspiegeln, gibt es ein Land, das trotz seiner kleinen Größe eine einzigartige Größe besitzt. Die Niederlande. Ein Ort, an dem Kunst, Geschichte und Natur miteinander verflochten sind. Ein Teppich aus Schönheit und Weisheit, der Jahrhunderte umfasst. Hinter der Einfachheit seiner Landschaften verbirgt sich eine kulturelle Reichtum, den nur wenige wirklich kennen. An jeder Ecke eine Geschichte, mit jedem Schritt eine Überraschung. In dieser Dokumentation werden wir 10 touristische Attraktionen erkunden, die das pulsierende Herz der Niederlande offenbaren. Von Museen voller Kunstschätze bis hin zu endlosen Blumenfeldern, die das Land mit lebendigen Farben bemalen. Und auf dieser Reise werden wir entdecken, wie die Geschichte der Niederlande mit ihren Kämpfen, Errungenschaften und Innovationen nicht nur die Landschaft, sondern auch die Seele ihrer Menschen geformt hat. Mach dich bereit für eine immersive und einzigartige Reise, bei der Kunst, Geschichte und Natur verschmelzen, um die Geschichte eines Landes zu erzählen, das trotz aller Herausforderungen weiterhin blüht. Schließe dich uns an, während wir die Geheimnisse der Niederlande enthüllen. Wenn du unseren Kanal noch nicht abonniert hast, nutze jetzt die Gelegenheit, um zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren. So verpasst du kein Detail dieser unglaublichen Reise durch die Niederlande. Gib uns ein Like, teile es mit deinen Freunden und vor allem bleib bis zum Ende dieser faszinierenden Geschichte bei uns. Und bevor wir diese Reise durch die Niederlande beginnen, gibt es einen Ort, der die Vergangenheit mit beeindruckender Präzision bewahrt. Das Rijksmuseum, wo die größten Kunstwerke die Geheimnisse und Geschichten der Nation offenbaren. Lass uns in das Herz der niederländischen Kunst eintauchen. Rijksmuseum, das Herz der Kunst und Geschichte der Niederlande. Es gibt Orte, die die bloße Definition von Museum übersteigen. Das Rijksmuseum ist nicht nur ein Gebäude, noch ist es nur eine Kunstsammlung. Es ist der Wächter einer Geschichte, die sich in jedem Pinselstrich, in jedem Werk, in jedem Raum, den du durchschreitest, entfaltet. Das Rijksmuseum zu betreten ist wie das Aufschlagen eines Geschichtsbuches an seinen lebendigsten Seiten, wo Kunst zu einem Fenster in die Vergangenheit wird und den Zuschauer zu Momenten von Größe und Leid, von Licht und Schatten transportiert. Hier wird die Geschichte der Niederlande mit all ihren Komplexitäten vor deinen Augen lebendig. Dies ist nicht nur ein Gemälde, sondern eine Einladung, in einen entscheidenden Moment der niederländischen Geschichte einzutauchen. Die Nachtwache von Rembrandt. Dies ist nicht nur eine Szene von Soldaten, die bereit für die Schlacht sind, sondern ein lebendiges Porträt der Identität und des Mutes der niederländischen Gesellschaft des 17. Jahrhunderts. Durch seine revolutionäre Technik hat Rembrandt nicht nur Licht und Schatten eingefangen, sondern auch die Seele einer aufstrebenden Nation, stolz und entschlossen.
Doch es ist nicht nur Rembrandts Talent, das in diesem Museum glänzt. Hier spiegelt die Kunst die Komplexität einer sich wandelnden Gesellschaft wider. Während du durch die Flure des Rijksmuseums gehst, unternimmst du eine Reise nicht nur durch die Kunstwerke, sondern auch durch die historischen Perioden, die sie repräsentieren. Das 17. Jahrhundert war ein goldenes Zeitalter für die Niederlande, geprägt von Wohlstand, Handel und Innovation. Aber es war auch eine Zeit tiefgreifender Herausforderungen, Kriege, religiöse Konflikte und eine sich ständig verändernde globale Landschaft. Jedes Stück in diesem Museum trägt das Gewicht dieser Ereignisse in sich und offenbart die Emotionen einer Nation im Angesicht der Widrigkeiten. Wenn du weitergehst in die Abteilungen für dekorative Kunst und Objekte des kolonialen Imperiums, ist es unmöglich, nicht daran zu denken, wie die Niederlande mit ihrem riesigen Handelsnetz und Überseeterritorien ein Imperium im Schatten der damaligen europäischen Großmächte waren. Chinesisches Porzellan, exotische Karten und Artefakte aus fernen Ländern erzählen die Geschichte eines Landes, das, während es seinen Platz in der Welt suchte, diesen auch eroberte. Jedes Stück ist ein Zeugnis einer Ära, in der Macht und Reichtum auf den Schultern vieler aufgebaut wurden, aber auch von den Kämpfen und Spannungen, die in den turbulenten Gewässern des globalen Handels entstanden. Das Rijksmuseum spricht nicht nur von der Vergangenheit, es spricht auch von der Zukunft. Wenn du seine Tore überschreitest, verstehst du, dass Kunst keine Reliquie der Vergangenheit ist, sondern eine lebendige Kraft, eine Brücke zwischen Generationen und eine Möglichkeit, das, was wir heute sind, mit dem zu verbinden, was wir waren. Und während unserer Reise durch die Niederlande wird uns dies leiten, zu verstehen, wie die Vergangenheit die Gegenwart formt und uns in die Zukunft führt. Das Rijksmuseum ist nur der Anfang unserer Reise durch die Niederlande. Und Kunst ist nicht die einzige Geschichte, die dieses Land zu erzählen hat. Es gibt einen Ort in den Niederlanden, an dem die Beziehung zwischen Mensch und Natur eine geniale Dimension erreicht. Im nächsten Ziel werden wir die faszinierende Geschichte der Windmühlen von Kinderdijk erkunden, wo der Kampf gegen das Wasser nicht nur eine Frage des Überlebens ist, sondern ein bemerkenswertes Beispiel dafür, wie Ingenieurkunst das Schicksal einer Nation verändern kann. Die Windmühlen von Kinderdijk, die Macht der Ingenieurkunst und der Kampf gegen das Meer. Stell dir ein Land vor, in dem Wasser nicht nur ein natürliches Element ist, sondern ein stiller Feind, wo das Meer mit seiner gewaltigen und unerbittlichen Kraft droht, das Tiefland zu verschlingen. Und dennoch, mitten in dieser Herausforderung entsteht eine menschliche Erfindung, mit Anmut, aber auch mit einer fast mythischen Widerstandskraft. Willkommen bei den Windmühlen von Kinderdijk, einem der größten und beeindruckendsten Entwässerungssysteme der Welt. Hier verschmelzen Natur und menschliche Genialität auf einzigartige Weise und schaffen eine Landschaft, die nicht nur schön ist, sondern auch ein Denkmal für den Kampf gegen die Elemente. Es ist schwer vorstellbar, dass diese riesigen Holz- und Steinstrukturen, die heute als UNESCO-Weltkulturerbe gelten, als direkte Antwort auf eine ständige Bedrohung geschaffen wurden: das Meer. Seit dem Mittelalter haben die Niederlande gegen die steigenden Wasser gekämpft.
Ein großer Teil des Landes liegt unter dem Meeresspiegel und über Jahrhunderte hinweg wurde das Wasser nicht nur als Ressource gesehen, sondern als eine zerstörerische Macht, die fruchtbare Landstriche verschlingen und ganze Dörfer versenken konnte. Im 18. Jahrhundert fand die Ingenieurkunst eine Lösung für diese Herausforderung mit den Windmühlen. Jede Mühle von Kinderdijk hat eine spezifische Funktion. Sie erzeugen keine Energie für die Industrie, sondern arbeiten unermüdlich daran, das Wasser aus den tiefer liegenden Gebieten zu pumpen, um das Land vor Überschwemmungen zu schützen und die Landwirtschaft zu sichern. Stell dir vor, jede dieser Mühlen ist nicht nur ein Meisterwerk der Ingenieurkunst, sondern eine wahre Armee von Riesen, die mit dem Schwung ihrer Flügel gegen das Meer kämpfen, das versucht einzudringen. Jede Mühle ist ein Zeugnis eines kontinuierlichen Kampfes, eines stillen Krieges gegen die unermessliche Kraft der Natur. Diese Mühlen wurden entworfen, um das Wasser aus den landwirtschaftlichen Gebieten abzupumpen und sie sicher zu halten. Sie fungieren als ein natürliches Pumpnetz, das die Energie des Windes nutzt, eine Ressource, die in dieser Region reichlich vorhanden ist, um das Wasser zu zirkulieren und es von den Ackerflächen fernzuhalten. Dass diese Mühlen auch nach Jahrhunderten der Nutzung noch in Betrieb sind, ist ein Beweis nicht nur für die Genialität der niederländischen Ingenieure, sondern auch für die Resilienz der menschlichen Natur. Mit dem Wind, der den Himmel schneidet, und den Flügeln, die unaufhörlich drehen, scheint die Szene in der Zeit eingefroren zu sein, als ob Vergangenheit und Gegenwart in einem ewigen Tanz zwischen Mensch und Natur verschmelzen. Im Jahr 1953 wurde der schlimmste Albtraum der Niederländer Wirklichkeit. Eine Reihe von Stürmen fegte über die Region und brachte die größte Flut mit, die das Land je erlebt hatte. Mehr als 1800 Menschen verloren ihr Leben und tausende Familien wurden vertrieben. Das Mühlensystem, das das Land über Jahrhunderte hinweg geschützt hatte, konnte dem Hochwasser nicht standhalten. Es war zu diesem Zeitpunkt, dass die Niederlande erkannten, dass der Kampf gegen das Meer nicht nur eine Frage der Ingenieurkunst, sondern des Überlebens war. Und es war auch zu diesem Zeitpunkt, als das Land auf außergewöhnliche Weise zusammenkam, um das fortschrittlichste Verteidigungssystem der Welt zu schaffen. Deiche und Wasserbarrieren, die die Niederlande zur am besten vorbereiteten Nation machten, um den Herausforderungen des Meeres zu begegnen. Heute noch arbeiten die Windmühlen von Kinderdijk weiter, nicht mehr als Notwendigkeit, sondern als Symbol für den fortwährenden Kampf zwischen Mensch und Natur. Sie stehen fest und imposant an der Grenze zwischen Land und Meer, ein ewiges Erinnern daran, wie menschliche Genialität die Kräfte der Natur überstehen kann. Und während du diesen beeindruckenden Panoramablick betrachtest, stellt sich die Frage, wie weit wird die Menschheit gehen, um zu bewahren, was sie liebt, und zu schützen, was sie geschaffen hat. Während die Windmühlen von Kinderdijk langsam weiterdrehen, als ob sie im Takt der Brise tanzen, die die Geschichte der Niederlande prägte, erwartet ein weiteres Naturschauspiel, entdeckt zu werden. Wenn uns Kinderdijk zum Wesen der Vergangenheit und menschlichen Genialität zurückführt, ist unser nächstes Ziel ein Fest für die Sinne.
Ein Ort, an dem die Natur sich in lebendigen Farben ausdrückt, wie ein lebendiges Gemälde. Stell dir vor, die sanften Töne der Kanäle gegen die hypnotisierenden Schattierungen von Millionen Blumen zu tauschen. Wir verlassen die Ruhe der Windmühlen, um ein Universum zu erkunden, in dem jedes Blütenblatt eine Geschichte erzählt und jeder Duft eine Reise ist. Mach dich bereit, in die Gärten von Keukenhof einzutauchen, einen der magischsten Orte der Erde. Könnt ihr den Atmosphärenwechsel spüren? Es ist, als würde man aus einem ruhigen Traum aufwachen und in eine bunte Fantasie eintauchen. Behaltet eure Neugierde bei, denn was als nächstes kommt, ist absolut atemberaubend. Der Keukenhofgarten, ein Fest der Farben und Düfte. In einem Land, in dem sich grüne Felder bis zum Horizont erstrecken, gibt es einen Ort, an dem die Natur nicht nur blüht, sondern in Farben, Formen und Düften explodiert, die den Geist des Menschen einfangen. Willkommen in Keukenhof, dem größten und berühmtesten Blumenpark der Welt. Ein Ort, an dem jedes Frühjahr die Magie der Blumen Wirklichkeit wird. Mach dich bereit, in eine Sinfonie von Farben eingehüllt zu werden, die nicht nur das Auge erfreut, sondern auch die Seele berührt. Keukenhof ist nicht nur ein Garten, es ist ein Festival des Lebens. Jedes Jahr zieht dieser paradiesische Ort Millionen von Besuchern aus der ganzen Welt an, auf der Suche nach dem beeindruckendsten visuellen Spektakel, das die Natur zu bieten hat. Aber um die wahre Größe dieses Ortes zu verstehen, müssen wir in die Vergangenheit zurückblicken. Im 15. Jahrhundert war das Land, auf dem Keukenhof heute liegt, lediglich ein Jagdgarten. Die wahre Transformation fand im 17. Jahrhundert statt, als die niederländische Liebe zu Tulpen ihren Höhepunkt erreichte. Im 17. Jahrhundert wurde die Tulpe zum Symbol für Wohlstand und Status in der niederländischen Gesellschaft. Es war eine der begehrtesten Blumen und ihre Popularität löste einen echten wirtschaftlichen Boom aus, der als Tulpenmanie bekannt wurde. Während dieser Zeit wurden Tulpen so wertvoll, dass einige Zwiebeln mehr kosten als ein ganzes Haus. Dieser Wahnsinn hielt nur wenige Jahre an, hinterließ jedoch einen unauslöschlichen Eindruck in der Geschichte der Niederlande. Und es war diese Leidenschaft, die Keukenhof Jahrhunderte später in das verwandelte, was er heute ist. Ein Heiligtum der Blumen, eine jährliche Feier der Schönheit und des kulturellen Erbes einer Nation. Jedes Frühjahr empfängt Keukenhof etwa 7 Millionen Blumen, die mit fast wissenschaftlicher Präzision gepflanzt und gepflegt werden. Jedes Jahr werden neue Themen und neue Blumenarten ausgestellt, aber die Tulpen sind natürlich immer noch die Stars der Show. Aber Keukenhof ist nicht nur für Tulpen bekannt. Hier finden wir eine unglaubliche Vielfalt an Blumen. Narzissen, Hyazinthen, Lilien, Orchideen, alle in einer lebendigen Ausstellung, die den Geist der Frühlingsblüte einzufangen scheint. Was Keukenhof wirklich besonders macht, ist nicht nur das, was wir vor uns sehen, sondern auch das, was diese Blumen repräsentieren. Jede Farbe, jedes Blatt, jede Form trägt eine Bedeutung, eine Geschichte. Blumen sind Symbole der Erneuerung und Hoffnung. Sie repräsentieren die Fähigkeit eines Landes wie der Niederlande, selbst in schwierigen Zeiten zu erblühen. Denn während das Land gegen das Meer und Überschwemmungen kämpfte, verloren die Holländer nie den Glauben an die Schönheit der Natur und die Macht ihrer eigenen Kreativität.
Wenn man durch diese Tulpenfelder spaziert, ist es unmöglich, keine tiefe Verbindung zur Natur zu spüren, als hätte man für einen kurzen Moment die Gelegenheit, das Leben in seiner reinsten und unberührtesten Form zu erleben. Die Gärten von Keukenhof sind nicht nur eine Touristenattraktion. Sie sind eine Erinnerung daran, wie die Harmonie zwischen Mensch und Natur etwas wahrhaft Außergewöhnliches schaffen kann. Und wenn es etwas gibt, das wir aus diesem Garten lernen können, dann ist es, dass, egal wie herausfordernd der Kampf gegen die Elemente ist, immer Platz für die Schönheit gibt, die erblüht. Dieser Garten ist eine Hommage an die Kraft der menschlichen Kreativität. Denn am Ende ist Keukenhof nicht nur ein Blumenpark, er ist ein Kunstwerk, geschaffen und gepflegt mit einem Maß an Hingabe, das nur wenige Orte auf der Welt vorweisen können. Wenn wir diese Blumen betrachten, schauen wir auf das Ergebnis von Jahrhunderten der Leidenschaft, Kultur und Innovation. Jedes Blatt ist ein Beweis dafür, dass wir, selbst angesichts der größten Herausforderungen, etwas Erhabenes erschaffen können. Hast du den kulturellen Einfluss der Blumen in Keukenhof genossen? Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, ein Like zu geben und ihn mit deinen Freunden zu teilen. Es gibt noch viel mehr, das auf dich wartet. Lass uns gemeinsam die Wunder der Niederlande entdecken. Stell dir vor, du lässt die blühenden Felder hinter dir und tauchst in eine Stadt ein, die nicht nur Geschichte atmet, sondern auch das Konzept der Moderne an jeder Ecke neu erfindet. Nach der Farbenexplosion und der Duftsinfonie der Keukenhofgärten schlägt das Herz der Niederlande noch kräftiger in Richtung seines größten Juwels, Amsterdam. Wenn Keukenhof die natürliche Schönheit feiert, ist Amsterdam ein Zeugnis menschlicher Genialität. Mit seinen Kanälen, die die Stadt durchziehen wie die Adern einer lebendigen Metropole. Es ist, als würden wir von einem Renaissance-Gemälde, in dem Blumen die Szene dominieren, in ein lebendiges Werk aus der goldenen Ära der Niederlande übertreten, mit einzigartiger Architektur und einer blühenden Kultur. Bewahre dir diese Neugier, denn der nächste Schritt dieser Reise verspricht ebenso faszinierend zu werden wie der vorige, mit Überraschungen, die nur die Stadt Amsterdam bieten kann. Amsterdam, zwischen den Kanälen und der lebendigen Geschichte. Amsterdam, eine Stadt, die im Kern die perfekte Mischung aus Geschichte und Moderne vereint, wo die Kanäle, die sich wie Adern durch ihre Wirbelsäule schlängeln, nicht nur ein Transportsystem sind, sondern Zeugnisse der glorreichen Vergangenheit, die die Stadt erlebt hat. Wenn du an Amsterdam denkst, denkst du an seine einzigartige Atmosphäre, die Freiheit, du selbst zu sein, aber auch an seine faszinierende und oft dramatische Geschichte. Und es ist unmöglich, sich nicht zu fragen, wie hat es eine Stadt, die mitten im Wasser geboren wurde, geschafft, sich zu einem der größten Kultur- und Handelszentren der Welt zu entwickeln? Amsterdam ist ein Ort, der sich ständig neu erfindet, aber seine Seele bleibt tief mit den Wurzeln verbunden, die es mit der Vergangenheit verbinden. Gegründet im 12. Jahrhundert als kleines Fischerdorf, wurde die Stadt während des Goldenen Zeitalters zwischen dem 16. und 17. Jahrhundert zu einem der größten Handelszentren Europas. Ein entscheidender Moment in der Geschichte der Niederlande, als das Land eine wirtschaftliche und kulturelle Weltmacht wurde. Die Kanäle von Amsterdam
die heute eine der Hauptattraktionen der Stadt sind, waren nicht nur eine ästhetische Wahl. Sie wurden geschaffen, um das Wasser zu kontrollieren, die Stadt vor Überschwemmungen zu schützen und den Transport von Waren zu ermöglichen, die ins Herz der Stadt kamen. Aber der Bau der Kanäle hat auch eine tiefere Symbolik. Er repräsentiert die unermüdliche Suche nach Freiheit, die Kontrolle über die Natur und die Schaffung einer Umgebung, die den Wohlstand Amsterdams und seine Bedeutung im globalen Handel widerspiegelt. Stell dir vor, du schlenderst auf den ruhigen Gewässern der Kanäle, unter den Steinbrücken hindurch, während die Fassaden der alten Häuser wie Denkmäler der Zeit um dich herum emporsteigen. An jeder Biegung des Kanals gibt es eine neue Perspektive, ein neues Detail des Lebens, das über die Jahrhunderte hinweg geformt wurde. Es ist nicht nur die Architektur, die beeindruckt, es sind die Geräusche, die Farben, die Gerüche, die sich vermischen und die einzigartige Identität dieser lebendigen Stadt bilden. Und hier, wo Gegenwart und Vergangenheit aufeinandertreffen, beginnt man den Charakter dieser Stadt zu erkennen. Amsterdam ist eine Stadt, die Kunst, Kultur und Toleranz atmet. Im Laufe seiner Geschichte wurde sie zu einem Zufluchtsort für Künstler, Denker und Aktivisten. Wusstest du, dass der große Maler Rembrandt hier in Amsterdam lebte und arbeitete? Oder dass die Stadt während des Zweiten Weltkriegs zum Schauplatz unvorstellbarer Geschichten von Widerstand und Tapferkeit wurde? Amsterdam ist auch von der schmerzhaften Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg geprägt, einer dunklen Zeit, die tiefe Narben in der Stadt hinterließ. Das Anne-Frank-Haus, in dem das Tagebuch des Mädchens aufbewahrt wird, das sich während der Nazi-Besatzung mit seiner Familie versteckte, ist einer der bewegendsten Orte zum Besuchen. Mit jedem Schritt dort ist es unmöglich, sich nicht zu rühren, wenn man an die Geschichte eines Mädchens denkt, das mit ihren Worten die ganze Welt berührte. Amsterdam ist nicht nur eine Stadt großer Museen und tiefgründiger Geschichten. An jeder Ecke enthüllt die Stadt eine modernere und dynamischere Seite, wo Kunst mit dem Alltag verschmilzt und ein lebendiges Mosaik erschafft, das sich in ihren Cafés widerspiegelt. Märkten und belebten Straßen. Nachdem wir das lebendige Amsterdam mit seinem pulsierenden urbanen Leben und einer Geschichte, die an jeder Ecke schlägt, hinter uns gelassen haben, begeben wir uns zu einem Ziel, das historischen Charme, beeindruckende Architektur und eine Atmosphäre bietet, die nahezu unberührt von der Zeit geblieben ist. Stell dir eine Stadt vor, in der Modernität und Tradition in perfekter Harmonie verschmelzen und ein einzigartiges Mosaik von Erlebnissen schaffen. Wir begeben uns nach Utrecht, das spirituelle und kulturelle Herz der Niederlande. Wenn Amsterdam das Spiegelbild der niederländischen Dynamik ist, dann ist Utrecht der Ort, an dem ihre authentischste Seele ruht. Utrecht, der pulsierende Herzschlag von Geschichte und Moderne in den Niederlanden. Im Herzen der Niederlande liegt eine Stadt, die mit der harmonischen Verschmelzung von Vergangenheit und Gegenwart pulsiert. Utrecht, ein Ort, an dem der Klang der mittelalterlichen Kirchenglocken durch die Straßen hallt, verschmilzt mit dem Rhythmus der Fahrräder, die durch ihre ikonischen Kanäle fahren. Utrecht ist nicht nur eine Stadt, es ist eine lebendige Erzählung, die über Jahrhunderte geschrieben wurde und in Bewegung gehalten wird von ihrer lebendigen Energie. Die Geschichte von Utrecht beginnt im 1. Jahrhundert nach Christus, als die Römer ein Fort namens Trajectum errichteten.
Dieser erste Meilenstein ebnete den Weg für eine Stadt, die sich zu einem religiösen und kulturellen Epizentrum entwickeln sollte. Im Zentrum von allem steht der majestätische Domturm, der über Jahrhunderte hinweg ein Symbol des Glaubens, der Ausdauer und der beeindruckenden Architektur war. Die 465 Stufen hinaufzusteigen, ist wie eine Zeitreise. Mit jedem Schritt erinnert es uns daran, dass die Hände Gottes Generationen geführt haben, um etwas so Großartiges zu erschaffen. Die Kanäle von Utrecht, einzigartig auf der Welt, laden die Besucher zu einem unvergesslichen Erlebnis ein. Im Gegensatz zu anderen Städten sind hier die Kanäle von Kellerräumen am Wasser gesäumt, die sich in Cafés, Kunstgalerien und kleine Geschäfte verwandelt haben. Ein Spaziergang entlang dieser Ufer ist wie das Durchblättern eines Fotoalbums. Jede Ecke enthüllt eine neue Geschichte. Jeder Spiegel im Wasser erinnert uns an die unendliche Schönheit, die nur das Werk Gottes sein könnte. Die Art und Weise, wie die Kanäle gestaltet wurden, ist ein wahres Zeugnis dafür, wie der Mensch harmonisch mit der göttlichen Schöpfung interagieren kann. Beim Spaziergang durch die gepflasterten Straßen bietet Utrecht mehr als nur architektonische Schönheit. Es ist eine Stadt der Begegnungen. Die Studierenden der Universität Utrecht, eine der ältesten in Europa, bringen eine jugendliche und kreative Energie in die Stadt. Kulturelle Veranstaltungen und Musikfestivals werden das ganze Jahr über gefeiert und feiern die Vielfalt an Ideen und Talenten. Hier trifft Modernität auf Tradition in einem ständigen Tanz, der Utrecht immer relevant hält. Nur wenige Kilometer vom Zentrum Utrechts entfernt erhebt sich ein architektonisches Juwel, das wie aus einem Märchen zu stammen scheint. Das Schloss De Haar. Es ist das größte Schloss der Niederlande. Ein Anblick aus Türmen, Mauern und atemberaubenden Gärten, die wie aus einem Traum entstanden zu sein scheinen. Ursprünglich im 14. Jahrhundert erbaut, wurde das Schloss Ende des 19. Jahrhunderts vom Architekten Pierre Cuypers restauriert, dem gleichen Genie hinter dem Rijksmuseum. Er kombinierte mittelalterliche Größe mit einem Hauch von Modernität und schuf ein Meisterwerk, das nicht nur durch seine Pracht beeindruckt, sondern auch durch die Liebe zum Detail. Die Gärten des Schlosses De Haar sind ein Meisterwerk für sich. Mit grünen Labyrinthen, eleganten Brunnen und sorgfältig geplanten Landschaften ist es unmöglich, sich nicht von der Ruhe und Schönheit verzaubern zu lassen, die aus jeder Ecke strahlt. Dies ist ein Ort, an dem die Zeit langsamer zu vergehen scheint, was den Besuchern ermöglicht, sich wieder mit der Harmonie der Schöpfung zu verbinden. Und für die Neugierigen ist die Geschichte des Schlosses voller faszinierender Ereignisse, wie der luxuriösen Bälle, die von der europäischen Aristokratie organisiert wurden und eine Ära des Glanzes und der Romantik hervorrufen. Das Schloss De Haar ist mehr als nur ein Gebäude. Es ist ein Zeugnis für das menschliche Können, die Vergangenheit zu bewahren und zu feiern, während es im Hier und Jetzt Bewunderung erweckt.
Der Blumenmarkt in Utrecht ist ein weiteres Muss. Während du zwischen Tulpen in allen Farben gehst, kannst du den Duft von Blumen riechen, die wie vom göttlichen Pinsel gemalt erscheinen. Es gibt keine Möglichkeit, sich nicht über so perfekte Form und Farbe zu wundern. Es ist ein stilles Zeugnis der Kreativität und Güte Gottes. Die lokale Gastronomie verdient ebenfalls Beachtung. Utrecht bietet eine Palette von Aromen, die Tradition und Moderne vereinen. Die Restaurants an den Kanälen sind perfekt, um typische holländische Gerichte zu probieren und gleichzeitig den Blick zu genießen. Ein Essen hier ist nicht nur ein Moment, um den Hunger zu stillen, sondern eine Gelegenheit, die Vereinigung von Kulturen und Aromen zu feiern. Wenn die Sonne untergeht, verwandelt sich Utrecht. Die Lichter spiegeln sich in den Kanälen und schaffen eine magische Atmosphäre, die zu einem letzten nächtlichen Spaziergang einlädt. Es ist in diesem Moment, dass wir verstehen, warum Utrecht so besonders ist. Es fängt das Beste aller Zeiten ein, indem es das Alte und das Neue, das Lebendige und das Beruhigende in perfekter Harmonie ausbalanciert. Und so, beim Verlassen von Utrecht, ist das Herz voller Erwartung. Unser nächstes Ziel führt uns an einen weiteren charmanten Ort in den Niederlanden, wo Geschichte und die Schönheit der Schöpfung auf einzigartige Weise aufeinandertreffen. Mach dich bereit, in das charmante Dorf Zaanse-Schaans einzutauchen, wo die ikonischen Windmühlen und die traditionellen Häuser eine faszinierende Geschichte über die Erfindungsgabe und den unerschütterlichen Geist des holländischen Volkes erzählen. Zaanse-Schaans, das lebendige Herz der Geschichte der Niederlande. Zaanse-Schaans, eine wahre Zeitreise. Hier entfaltet sich die Geschichte der Niederlande vor deinen Augen, mit seinen Kopfsteinpflasterstraßen, den majestätischen Windmühlen und den perfekt erhaltenen Holzhäusern. Willkommen in einem der ikonischsten Dörfer des Landes, wo die Vergangenheit und die Gegenwart in Harmonie aufeinandertreffen und wo das Geräusch der Mühlenschaufeln wie ein Flüstern des Erbes einer Nation erklingt, die mit Erfindungsreichtum und Leidenschaft die Welt geformt hat, wie wir sie kennen. Dieser Ort, der wie aus einem Gemälde von vor Jahrhunderten zu stammen scheint, ist mehr als nur eine Touristenattraktion. Zaanse-Schaans ist ein kulturelles Wahrzeichen, ein Spiegelbild der holländischen Innovation und Erfindungsgabe. Hier, im Herzen der Region Zaandam, etwa 20 Minuten von Amsterdam entfernt, wirst du in das 18. Jahrhundert zurückversetzt. Eine Zeit, in der die Niederlande ein lebendiges Zentrum für Handel, Technologie und Kunst waren. Aber was Zaanse-Schaans noch faszinierender macht, ist, dass es nicht nur ein Freiluftmuseum ist. Es ist ein lebendiger Ort, an dem Traditionen immer noch gepflegt und mit Stolz gefeiert werden. Mit seinen ikonischen, langsam im Wind drehenden Mühlen sind die Windmühlen von Zaanse-Schaans ein Symbol für die industrielle und landwirtschaftliche Geschichte der Niederlande. Im 17. und 18. Jahrhundert spielten die Mühlen eine Schlüsselrolle in der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes und wurden für alles Mögliche genutzt, vom Mahlen von Getreide bis hin zur Herstellung von Farben und Ölen. Aber vielleicht am beeindruckendsten ist die Fähigkeit dieser Mühlen, Windenergie in produktive Kraft umzuwandeln, lange bevor Elektrizität Realität wurde. Sie waren nicht nur Arbeitsmittel,
Sie waren wahre Wunderwerke der Ingenieurskunst und ein Beispiel für den Erfindungsreichtum des holländischen Volkes. Und wenn du diese Mühlen in Betrieb siehst, ist es unmöglich, keine Verbindung zur Vergangenheit zu spüren. Jedes Zahnrad, jede Bewegung der Flügel erinnert an eine Zeit, in der die Holländer die Ingenieurkunst und Bautechniken wie kein anderes Volk beherrschten. Tatsächlich waren diese Mühlen nicht nur Energiequellen, sie waren das pulsierende Herz der niederländischen Wirtschaft und trieben ganze Industrien an, wie die Ölproduktion, die Papierherstellung und sogar die Verarbeitung exotischer Gewürze, die aus dem Osten kamen. Und während du durch Zaanse-Schans spazierst, kannst du fast die Echos dieser alten Industrien hören, die hektische Aktivität einer Zeit, die nicht mehr zurückkehrt, aber immer noch intensiv in der Gegenwart lebt. Heute ist Zaanse-Schans immer noch ein lebendiger Ort, an dem das Erbe von Jahrhunderten Geschichte lebendig ist. Die Handwerker arbeiten noch immer mit traditionellen Techniken, schnitzen Holz und schaffen Produkte mit einer Präzision, die nur die Zeit lehren kann. Du kannst durch diese alten Straßen gehen und das Gefühl haben, dass du irgendwie noch in der Vergangenheit bist und gleichzeitig in der Gegenwart. Denn diese Methoden sind immer noch in Gebrauch, bewahrt von denen, die stolz darauf sind, dieses Erbe lebendig zu halten. Die Tradition des Käses, ein weiteres Symbol der niederländischen Kultur, blüht hier ebenfalls weiter. In den Geschäften kannst du Käsesorten aus allen Regionen probieren und erfahren, wie die Käseproduktion mit der Geschichte der Niederlande verwoben ist. Aber Zaanse-Schans ist nicht nur ein Ort zum Staunen, es ist ein Ort, um sich einzubringen, um die Verbindung zur niederländischen Geschichte und Kultur zu spüren. Und ich lade dich ein, dies zu tun, nicht nur als Zuschauer, sondern als aktiver Teilnehmer. Geh durch die Straßen, sprich mit den Handwerkern, probiere den Käse. Indem du das tust, wirst du nicht nur die Vergangenheit beobachten, sondern sie in vollen Zügen und auf authentische Weise erleben. Beim Abschied von Zaanse-Schans fühlt es sich an, als würde eine symbolische Brücke entstehen, die Vergangenheit und Zukunft miteinander verbindet. Die alten Windmühlen und Holzgebäude erzählen Geschichten aus einer Ära von Ausdauer und Erfindungsgeist. Aber nun gehen wir auf ein Ziel zu, das in die Zukunft blickt, wo die Neuerfindung das pulsierende Herz ist. Rotterdam, eine Stadt, die aus den Trümmern des Krieges auferstanden ist, hat nicht nur ihre Straßen wieder aufgebaut, sondern auch ihre Identität neu ausgerichtet. Mach dich bereit, einen Ort zu entdecken, an dem jedes Gebäude und jede Brücke eine neue Geschichte erzählt. Eine Geschichte von Modernität, Innovation und einer Vision für die Zukunft. Lass uns nun diese Brücke überqueren, um Rotterdam zu entdecken, die Stadt, die die Bedeutung der Neuerfindung neu definiert. Rotterdam, die Stadt der Zukunft und ihre visionäre Architektur. Rotterdam, eine Stadt, in der die Zukunft bereits angekommen ist, erhebt sich vor unseren Augen als ein Zeugnis für Innovation und Widerstandsfähigkeit. Fast völlig zerstört während des Zweiten Weltkriegs, weigerte sich Rotterdam, durch die Tragödie definiert zu werden. Stattdessen erfand sich die Stadt als Epizentrum für moderne Architektur, Nachhaltigkeit und Kreativität neu.
Ein Spaziergang durch die Straßen von Rotterdam ist wie der Eintritt in eine Open-Air-Galerie, in der jedes Gebäude eine mutige Aussage und eine Vision für morgen ist. Wir beginnen unsere Reise über die ikonische Erasmusbrücke, ein architektonisches Wahrzeichen, das die industrielle Vergangenheit der Stadt mit ihrer kühnen Zukunft verbindet. Die Brücke, liebevoll der Schwan genannt, ist nicht nur funktional, sondern auch ein Kunstwerk mit ihren eleganten Linien, die sich im Fluss Maas spiegeln. Der Ausblick von oben ist atemberaubend, mit futuristischen Wolkenkratzern und ruhig dahingleitenden Booten, die einen harmonischen Kontrast zwischen alt und neu bilden. Über die Brücke hinweg gelangen wir ins pulsierende Herz der Stadt, den Markthal. Dieser öffentliche Markt, der in einem monumentalen Bogen untergebracht ist eine faszinierende Kombination aus Funktionalität und Ästhetik. Sein gewölbtes Dach ist mit dem größten Kunstwerk der Niederlande geschmückt, einem lebendigen Wandgemälde, das den Überfluss der Natur feiert. Es ist unmöglich, nicht erstaunt darüber zu sein, wie Rotterdam etwas so Alltägliches wie einen Markt in ein einzigartiges visuelles und sensorisches Erlebnis verwandelt. Rotterdam beherbergt auch eines der faszinierendsten Architekturprojekte der Welt, die Kubuswohnungen von Piet Blom. Diese geneigten Strukturen stellen unsere Wahrnehmung von Gleichgewicht und Funktionalität in Frage. Wenn man in eines von ihnen eintritt, wird man in eine Welt versetzt, in der scharfe Winkel und geschickt genutzte Räume das Gefühl vermitteln, sich in einem lebendigen Kunstwerk zu befinden. Diese architektonische Kühnheit spiegelt den innovativen Geist einer Stadt wider, die keine Angst hat, die Normen herauszufordern. Aber Rotterdam ist nicht nur Innovation, es ist auch eine Stadt, die ihre Wurzeln respektiert. Der Hafen von Rotterdam, einer der größten und verkehrsreichsten der Welt, erzählt die Geschichte seiner wirtschaftlichen und strategischen Bedeutung. Eine Bootstour durch die Gewässer, die den globalen Handel seit Jahrhunderten unterstützt haben, bietet eine einzigartige Perspektive auf das Zusammenspiel von Tradition und Modernität. Nachts erwacht Rotterdam zum Leben mit seinen erleuchteten Gebäuden, die ein spektakuläres Lichtspiel bieten. Der Euromastturm bietet einen beeindruckenden Panoramablick, bei dem sich die Lichter der Stadt wie Sterne auf der Oberfläche des Maasflusses spiegeln. Wenn man nach oben steigt, hat man das Gefühl, vor einer Zukunft zu stehen, die bereits Gegenwart ist. Rotterdam ist eine Einladung zum Unerwarteten. Eine Feier dafür, wie Widrigkeiten in Kunst, Innovation und Schönheit verwandelt werden können. Es ist unmöglich, nicht die Fähigkeit der Stadt zu bewundern, sich immer wieder neu zu erfinden, die Moderne zu umarmen und gleichzeitig auf ihren historischen Grundlagen zu bestehen. Nachdem wir die mutigen, modernen Linien von Rotterdam hinter uns gelassen haben, lockt uns der Duft von etwas Vertrautem und Wohltuendem. Unser nächstes Ziel ist eine Reise ins Herz der holländischen Tradition, wo Geschmack und Geschichte in perfekter Harmonie miteinander verwoben sind. Mach dich bereit, Gouda zu entdecken, wo der berühmte Käse und der Charme der kleinen Dörfer Herzen und Gaumen erobern. Gouda, die Tradition des Geschmacks in den Niederlanden. Südlich von Amsterdam erwartet das kleine und charmante Dorf Gouda diejenigen, die bereit sind, sich in seinen mittelalterlichen Gassen zu verlieren und eines der größten kulinarischen Schätze der holländischen Küche zu genießen: den Gouda-Käse.
Doch schon beim Betreten der gepflasterten Wege wirst du feststellen, dass der Charme des Dorfes weit über seinen Geschmack hinausgeht. Es ist ein Ort, an dem sich Geschichte und Tradition auf einzigartige Weise miteinander verbinden und ein vollkommen immersives, sensorisches Erlebnis schaffen. Gouda ist zweifellos berühmt für seinen milden und gereiften Käse, doch das Dorf hat weit mehr zu bieten als nur Geschmack. Seine Ursprünge reichen bis ins 13. Jahrhundert zurück, als es als kleines Fischerei- und Handelsdorf gegründet wurde. Im Mittelalter erlebte das Dorf seine Blütezeit und die Käse begannen an Berühmtheit zu gewinnen, wodurch eine untrennbare Verbindung zwischen dem Namen des Dorfes und dem ikonischen Gouda entstand. Heute ist der Gouda-Käsemarkt eine der Hauptattraktionen des Dorfes und jeden Sommer versammeln sich Touristen aus aller Welt, um ein Ritual zu erleben, das über Jahrhunderte hinweg überdauert hat. Doch es ist nicht nur der Käse, der fasziniert. Jede Ecke von Gouda ist eine Einladung zur Geschichte und zur architektonischen Schönheit. Die traditionellen Häuser mit bunten Fassaden und Holzfenstern passen perfekt zur gemütlichen Atmosphäre des Dorfes. Der Käsemarkt, der bis ins Jahr 1662 zurückreicht, bietet nach wie vor eine lebendige Szene, in der Käse auf traditionelle Weise gewogen und gehandelt werden, mit derselben Feierlichkeit, mit der es auch die Vorfahren taten. Jeder Käsetausch ist ein wahres Tribut an die Geschichte und das Handwerk der holländischen Bevölkerung. Wer tiefer in die Geschichte des Dorfes eintauchen möchte, wird im Gouda-Museum eine unglaubliche Sammlung von Kunst, Geschichte und lokaler Kultur finden. Von Gemälden, die das Dorf in seiner Blütezeit des Handels darstellen, bis hin zu Stücken, die den Käseherstellungsprozess dokumentieren, versetzt uns das Museum in eine Zeit zurück, als Gouda eine blühende Stadt im Handel mit Käse und anderen Produkten war. Doch nicht nur die Kunst erzählt die Geschichte des Dorfes. Beim Besuch der beeindruckenden St. Johanniskirche mit ihren wunderschönen Glasfenstern aus dem 16. Jahrhundert ist es unmöglich, nicht die göttliche Präsenz zu spüren. Gott, in seiner unendlichen Weisheit und Kreativität, verwandelte diesen Ort in ein wahres Meisterwerk der Kultur und Spiritualität. Wenn das sanfte Licht des Nachmittags sich in den ruhigen Kanälen von Gouda spiegelt, fühlt man sich in einem Ort versenkt, an dem die Zeit stillzustehen scheint. Das Dorf mit seinen tief verwurzelten Traditionen bietet ein Stück der Seele der Niederlande und jede Ecke, jede Straße ist ein lebendiges Erinnerungsstück daran, wie der Glaube, die Kultur und die menschliche Arbeit etwas Ewiges und Wertvolles schaffen können. Es ist wunderbar, wie die Einfachheit eines Käses, einer Geschichte oder der Fassade eines Hauses eine Manifestation göttlicher Macht sein kann, nicht wahr? Nun, während wir uns von diesem kleinen, historischen und schmackhaften Juwel verabschieden, ist es Zeit, zum nächsten Ziel aufzubrechen, wo uns ein weiteres einzigartiges Szenario der Niederlande erwartet, voller Geschichte und Tradition. Das mystische Giethoorn, bekannt als das Venedig des Nordens. Doch was macht die Magie einer Stadt in ihrer Ruhe aus? Was macht einen Ort so faszinierend, dass er, selbst ohne Straßen zum Gehen, eines der meistbesuchten Ziele des Landes wird? Bereite dich vor, denn in Giethoorn verbinden sich Natur, Wasser und Architektur auf eine Weise, die wie aus einem Märchen zu stammen scheint. Entdecken wir es gemeinsam. Giethoorn, das Venedig des Nordens. In einer abgelegenen Ecke der Niederlande gibt es einen Ort, an dem Schönheit und Ruhe in perfektem Gleichgewicht zueinander stehen. Giethoorn, ein kleines Dorf, das zu stillstehen scheint, trägt den Spitznamen Venedig des Nordens.
Ein Name, der, obwohl einfach, die Seele dieses bezaubernden Wasserrefugiums genau widerspiegelt. Und hier, in der Gelassenheit seiner Kanäle und der Einfachheit seines Alltags, entdecken wir etwas wahrhaft Magisches. In Githorn scheint die Zeit langsamer zu vergehen. Es gibt keine Autos, keinen Lärm des städtischen Verkehrs, nur das sanfte Geräusch des Wassers, das von den Ruderbooten durchbrochen wird, und das ferne Echo von Lachen derer, die die Ruhe dieses Ortes genießen. Die Straßen hier sind nicht aus Asphalt, sondern aus Wasser, und die Art, sich durch dieses Labyrinth von Kanälen zu bewegen, ist in kleinen Booten, den Punters. Wie in einem echten Märchen scheint jeder Winkel von Githorn ein Spiegelbild von Ruhe und Harmonie zu sein. Githorn wurde im 13. Jahrhundert von einer kleinen Gruppe von Fischern gegründet, die die natürlichen Ressourcen in ihrer Umgebung geschickt nutzten. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich das Dorf weiter, doch mit einer einzigartigen Eigenschaft: seiner völligen Abhängigkeit vom Wasser. Es gibt keine belebten Straßen, und die staubigen Wege wurden durch Wasserwege ersetzt, die nur mit kleinen Booten befahrbar sind. Für die Bewohner war das Wasser stets sowohl ein Verbündeter als auch ein Hindernis, aber auch eine große Quelle der Schönheit und Inspiration. Was Githorn wirklich besonders macht, ist das Gefühl, dass man beim Überqueren der Brücken oder beim Fahren auf den Kanälen eine Erfahrung macht, die die Zeit übersteigt. Die Ruhe, die von den stillen Straßen ausgeht, die Schönheit der Häuser mit Strohdächern und die ständige Präsenz des Wassers schaffen eine einzigartige Atmosphäre. In Githorn geht es nicht nur darum, einen Ort zu besuchen, es geht darum, seine Essenz zu leben und zu atmen. Dieses kleine Dorf ist nicht nur ein visuelles Wunder, sondern auch ein Zeugnis dafür, wie Einfachheit eine erhabene Lebensweise sein kann. Hier, wo die Menschen immer noch im Einklang mit dem Rhythmus der Natur leben, scheinen die täglichen Sorgen in den ruhigen Gewässern, die das Dorf durchziehen, zu verschwinden. Jeder Besuch ist eine Einladung, langsamer zu werden und die Eile und den Stress des modernen Lebens hinter sich zu lassen. Githorn ist ein Beweis dafür, dass wahre Schönheit nicht in großen Bauwerken oder belebten Ansammlungen liegt. Wahre Schönheit liegt in der Harmonie mit der Natur, in der Stille des Wassers, das die Kanäle durchzieht, im Charme der alten Häuser und vor allem in der Zeit, die wir hier verbringen, fernab des Chaos. Und während uns Githorn lehrt, dass Schönheit in den kleinen Dingen und in der Ruhe des gegenwärtigen Moments liegt, lädt es uns auch ein, über einen anderen wichtigen Aspekt unserer Reise nachzudenken: die Beziehung der Niederlande zum Wasser. Githorn mit seinen ruhigen Kanälen und Häusern mit Strohdächern ist ein lebendiger Beweis dafür, wie Gott in seiner unendlichen Kreativität die natürliche Schönheit der Niederlande auf einzigartige und unvergessliche Weise geformt hat. Doch unser nächstes Ziel wird uns noch tiefer in die Traditionen und die kulturelle Essenz des Landes führen. Friesland, mit seiner wilden Natur und seiner einzigartigen Identität, ist eine Einladung, das Herz eines authentischen und weniger bekannten Niederlands zu erkunden. Bist du bereit, dich in dieses neue Abenteuer zu stürzen? Nutze diesen Moment, um deine Verbindung zu unserem Kanal zu stärken.
Abonniere jetzt und aktiviere die Glocke, um kein Detail dieses Abenteuers zu verpassen. Hinterlasse einen Kommentar und erzähle uns, was dir an Giethorn am meisten gefallen hat. Und teile dieses Video mit Freunden, die es lieben, neue Kulturen zu entdecken. Jetzt wollen wir zusammen Friesland erkunden? Friesland, das Herz der Tradition und der Natur der Niederlande. Wenn wir uns von dem hektischen Leben der großen Städte der Niederlande entfernen, finden wir einen Ort, an dem die Zeit zu dehnen scheint und die Ruhe herrscht. Willkommen in Friesland, einer Region, die die reinste Essenz der Niederlande verkörpert, nicht nur in ihrer atemberaubenden Landschaft, sondern auch in ihrer Kultur und lebendigen Traditionen. Hier verschmelzen Geschichte und Natur auf eine Weise, die nur wenige Regionen schaffen. Friesland mit seiner beeindruckenden Landschaft und einfachen Lebensweise trägt ein tiefes Erbe, nicht nur als Zentrum der Landwirtschaft, sondern auch als Hüter der ältesten Traditionen der Niederlande. In seinen kleinen Dörfern erklingt noch immer der Klang der Kirchenglocken, während die Einheimischen Praktiken bewahren, die auf Jahrhunderte alte Geschichte zurückgehen. Aber Friesland ist mehr als nur eine charmante ländliche Region. Wenn man genau hinsieht, wird man feststellen, dass Friesland auch ein Land des Wassers ist, mit seinen Kanälen und Sümpfen. Eine Region, die sowohl von der Natur als auch von menschlicher Ingenieurskunst geprägt ist. Das Wasser spielt hier, wie in weiten Teilen der Niederlande, eine entscheidende Rolle, sowohl in der Landwirtschaft als auch im täglichen Leben. Doch im Gegensatz zu den großen Städten, in denen das Wasser von riesigen Staudämmen und Deichen beherrscht wird, scheint es in Friesland frei zu fließen, fast wie eine natürliche Erweiterung des Landes selbst. Und hier, im Herzen von Friesland, finden wir das perfekte Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur. Landwirtschaft, Fischerei, das Leben auf dem Land und sogar die Viehzucht, alles geschieht hier mit einem tiefen Respekt vor den natürlichen Gesetzen, die dieses Land regieren. Aber Friesland ist nicht nur Land, es ist auch Meer. Die Wattenmeer, ein UNESCO-Weltkulturerbe, ist ein wahres Naturparadies. Hier erinnert uns Gott an das perfekte Gleichgewicht seiner Schöpfung. Die Gezeiten, die weite Schlickflächen freilegen und eine Fülle von Leben beherbergen. Doch die wahre Magie von Friesland liegt nicht nur in seiner Landschaft oder in den bewahrten Traditionen. Es liegt in der Art und Weise, wie all dies mit dem Gefühl von Freiheit und Einfachheit verbunden ist, das diese Region bietet. Beim Spaziergang durch die Felder, beim Fahren auf den Kanälen oder beim Sitzen an einem der vielen Seen der Region ist es unmöglich, nicht das Gefühl zu haben, dass hier etwas Besonderes passiert. Es geht nicht nur um die Schönheit, sondern um die Reinheit und Authentizität, die aus jeder Ecke Frieslands strahlt. Und wenn du, wie ich, dich in das Wesen von Friesland verliebt hast, mit seinem Respekt vor den Traditionen und seiner Harmonie mit der Natur, dann ist es vielleicht an der Zeit, darüber nachzudenken, wie diese Beziehung zwischen Mensch und Natur auch an anderen Orten der Niederlande sichtbar wird. In jedem Dorf, in jedem Feld, an jedem See ist diese tiefe Verbindung überall spürbar. Friesland lehrt uns etwas Grundlegendes.
dass die größten Reichtümer manchmal nicht in den großen Metropolen zu finden sind, sondern in den einfacheren und authentischeren Regionen, in denen die Zeit noch die Macht hat, stillzustehen und in denen das Leben einem ruhigen und unveränderlichen Rhythmus folgt. Mehr als nur ein Reiseziel, die Niederlande sind eine Einladung, die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen, wo das Wasser zum Weg wird, der Wind zur Kraft und die Einfachheit die wahre Größe des Lebens offenbart. Jeder Kanal, jede Windmühle und jedes blühende Feld erzählt eine Geschichte von Widerstandsfähigkeit, Kreativität und Harmonie mit der Natur. Wenn dich die Niederlande schon verzaubert haben, stell dir vor, was noch kommt. Bald werden wir die Vereinigten Staaten und ihre beeindruckenden Wunder erkunden. Möchtest du einer der Ersten sein, die dieses Abenteuer antreten? Dann abonniere den Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen. Das nächste Ziel wird dich überraschen. Entdecke das Außergewöhnliche rund um die Welt. Eine Umarmung und bis zum nächsten Abenteuer.